So. Und damit willkommen. Ich will einmal noch mal kurz abhören. So. Und damit willkommen. Ich will einmal noch mal kurz abhören. So, wunderbar. Wunderbar. Gut, dann sind wir soweit. Ich mache die Videogabe wieder aus. So, willkommen überraschenderweise zu einem Stream, den ich diesen Monat absolut nicht für Möglichkeiten habe. Ja, schuldig die zerzausten Haare und den Schweiß auf der Stirn. Ich bin gerade am Twilight Princess aufnehmen. Wollte gerade so gesehen für heute Cut machen, die Dateien übertragen. Ich hoffe jetzt, meine Festplatte sackt nicht ab. Aber sollte sie eigentlich nicht. Auf einmal gucke ich in den Status von meiner Schwester. Nintendo Direct. Ich so, Alter, wie? Ja, wurde gerade geleakt dass um 16 Uhr eine kommt. Nintendo, warum begreift ihr es nicht? Also wenn ihr schon einfach so ein Ding droppt, dann will ich jetzt aber auch heute Abend Sachen erleben, die ich nicht für Möglichkeiten hätte. Ich erwarte, um noch die letzten 2 Minuten zu klären, Informationen zu Karmesin und Purpur, BOTW 2, das müssen sie bringen. Sie müssen irgendwas sagen zu was 2023 passiert. Bayonetta 3, denke ich, wird er weniger kommen, wird nochmal hier zeigen, hier Bayonetta 3, wir haben's und ihr könnt's haben im Oktober. Ich habe absolut, sage ich ganz offen und ehrlich, keine Erwartungen. Man geht zwar davon aus, dass wir endlich die HDs Collection kriegen, also von Twilight Princess und Wind Waker, davon geht man aus. Ich glaub's aber nicht. Wir werden uns überraschen lassen. Ich weiß nicht, wie lange die Direct geht. Ich habe mich nicht informiert. Ich bin einfach nur so. Und wie wird so? Meine Schwester so. Ja, in 10 Minuten. Und ich so. Alles schnell einstellen wie ein Bekloppter. Ja. Wir werden sehen, was uns erwartet. In 50 Sekunden. Ich bin gespannt. Hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Ich wollte eigentlich eine rauchen. Das hat sich soeben erübrigt, weil hier drin rauche ich nicht und ich hatte keine Zeit mehr zum Rauchen. Also muss die Sucht. Aber diese Sucht ist wichtiger als Rauchen. Ich habe nicht mal was zu trinken hier. Ich habe nicht mal Flaschen hier zum Schmeißen. Ja, ich hole kurz einer. 20 Sekunden habe ich noch. Speedrun! In Flasche holen. PG 18. PG 18. Oh, gerade so geschafft. Ja, aufgrund Covid-19. So. Wie gesagt, absoluter Shadow Drop. Wir gehen rein. Ich mache nur noch mal meinen Ton leiser und die Direct muss leiser. So. We live on the continent of Elios. 4 realms surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us. Full HD haben wir drin, ne? Known as emblems. Fire Emblem. The warriors of our nations fought. Es gibt ein neues Fire Emblem, Leute.
We were victorious in Da wird defeating sich and ein imprisoning the Fell Dragon. sehr guter Kumpel von mir freuen. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. Ein neues Fire Emblem für 2023. Nice! Fängt schon mal gut an. Customization Character? Nee, ich glaube nicht. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin nicht so sehr im Fire Emblem Universum drinne. Ich bin zwar daran gewöhnt, zu gewöhnen, mich dort reinzuarbeiten. Hä? Ja, Deutsch ist auch schwer. Ich bin dabei, mich reinzuarbeiten ins Fire Emblem Universum. You're awake! Huh? You're really awake, yeah? 1,000 years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? Aber da wird sich jemand richtig freuen. Divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. The war. The Fell Dragon. I feel like I can almost remember. But I've had my eye on you. the ring. Marth, right. Und man muss dazu sagen, wir werden einer der heftigsten Direct des Jahres bekommen, weil es ist die Weihnachts-Direct. Das bedeutet, sie bringen jetzt alles, was Weihnachten rauskommen wird. Nochmal. Also bis Weihnachten. The time has come. Now, as one, emblem, engage! Also sollte es eigentlich sein. Sieht auf jeden Fall erstmal geil aus. Der neue Fire Emblem Teil gefällt mir sehr. Please grant me your strength. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mit Fire Emblem auf diesem Kanal anfangen soll. Motiviert wäre 皆 ich. さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。 Ich habe heute nichts anderes zu tun, weißt du? 最初にご覧いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレムエンゲージです。本作は通常版の他にさまざまな特典がセットになったファイアーエンブレムエンゲージエレオスコレクションも発売いたします。 Warte, ich geh mal kurz an mein 今後の Portemonnaie. 続行にご期待ください。 Ah ne, liegt im Auto. 続いてはヘッドラインをご覧ください。 So. Jetzt komm. Jetzt baller! It takes two to tango. Cody and May's relationship is on the rocks. But it gets even tougher when they're turned into dolls. To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges where working together is the only way forward. Team up and cooperate with a friend in this critically acclaimed two-player platforming adventure. Even the bumpiest road can be traveled with someone by your Hab ich side. HD drinne? Venture through fantastical Ja? worlds filled with challenging experiences around every corner. In addition to single console play, the game can also be played on two consoles via local wireless or online with a PAL Okay, die via Stage sieht free cool aus, Fast aber als es angefangen hat, habe ich mir gefragt, hab ich eine Wii oder habe ich eine Switch oder... It Takes Two launches on Nintendo Switch November 4th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Nein. The forbidden story begins. 帰ってくるの。陽月と。 After mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital in search of her lost memories.
Use the camera obscura to repel evil spirits and uncover the memories that were sealed away. A dark curse looms near. What ancient rituals will be revealed? Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, launches for the first time in the West on Nintendo Switch next year. Das wurde schon letztes Mal schon angekündigt. Who looks mechanical? Introducing Volume. Der erste Season Pass für Xenoblade Chronicles 3, jawohl! Okay, der zweite. This is Ino, a new hero. She appears to be, Und das ist so geil! complete her quest to have her join your party. Expanding your options for classes and battle strategies. Challenge battles will also be added. Test your mettle in consecutive battles against tough enemies. Defeat all enemy waves to earn rewards. Challenge even stronger enemies to earn valuable accessories and special outfits. Okay, die Outfits brauche ich nicht, es sei denn, sie haben ordentlich State-Werte, aber ich weiß es More nicht. hero and Och, gameplay Digga. features will arrive in Volume 3. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch October 14th. Pause. So. Wir sind zwar jetzt nicht mehr live, ich hoffe, dass wir rückwirkend machen können. Okay. Get drawn into these Nintendo Switch games. Nautical nonsense begins when SpongeBob and Patrick make a wish that unravels the very fabric of the universe. In this 3D platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Explore using all sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, and meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. In Deutsch Soak up SpongeBob ist die Frage. The Cosmic Shake, launching on Wenn es in Nintendo Deutsch die Switch. Originalsynchronstimme sind, ist geil. You're all ready. Fit? Box with familiar characters from Fist of the North Star. Oh They'll mein be your Gott. Instructors in exercise mode, leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode. Or take on rivals in boss battles, including Jaggy. Fitness Boxing, Fist of the North Star, launches on Nintendo Switch March 2023. Okay, jetzt hatten wir den This Rotz. is your average dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Embrace the absurdity of frantic minigames, each one featuring ridiculous rules in madcap arenas. Customize your character from head to toe with hundreds of accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. They won't even know what hit them. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. A small fox washes ashore on a ruined island. Brave the unknown in this isometric action-adventure game. Your only clue here is the manual. Traverse the island's interconnected realms to retrieve its missing pages. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. Ach, das ist hier dieses Game, was im Game Pass war. Ich weiß, welches es ist. Ja. Das ist geil. Also für die Leute, die kein PC und keine Xbox One oder PlayStation 5 haben, geiles Game. Das ist alt, also der Trailer ist schon alt. You'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat.
As you progress, you'll obtain skills that can help you gain the upper hand against opponents. You can also test your mettle at the Colosseum. Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, weapon and armor attributes, and over 80 new skills added from the first game. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this November. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And in the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Das ist neu. It's a wonderful life for a new generation. After nearly 20 years, a beloved farming experience is reborn. Story of Seasons, euer Teil. Welcome Jawohl. back to Forgotten Valley. Here, you'll manage a farm Oh, passed ja. down to you by your father. Restore and expand your farm as you nurture crops. Care for your friendly animals. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Help the selber land spielen muss, flourish. aber dann habe ich ein Geschenk für Befriend meine the Mama. townsfolk while you're Die out mag and das. about in the valley. Und so zu ein paar Stunden ist auch geil. You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Story of Seasons, A Wonderful Life launches on Nintendo Switch. Also Summer für 2023. nächstes Jahr Weihnachten, Mama, wenn du es siehst. Splatoon 3 Update. Ja, jetzt muss einfach die Splatfest geballert werden. Splatoon 3 has been confirmed. Here's the theme. What would you Werkzeug, Futter, Spaß. Ach stimmt, das ist ja das erste Splatfest. fun? This Splatfest will take place on the day Stimmt, das ist before das erste the Splatfest zum normalen Release. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. So many incredible possibilities. Which Aber da bin ich will you unterwegs. enjoy? Aber es ist das erste Splatfest in der neuen Season. And more free updates are planned for Splatoon 3. Nice. Und ja, es Look out liegt for schon more hier. info in the future. Also wenn ihr Splatoon Story Mode haben wollt, 1, 2 und 3, könnt ihr machen. いかがでしたか？皆さんは無人島 Cooles に Wortspiel. 何を持ってきますか？私はもう決めています。皆さんもぜひ参加してください。次はこちらの映像をご覧ください。 Ich kann leider nicht am Splatfest teilnehmen, hab zu tun. Oh, das nächste Game? Ja! Das nächste Game dieser Reihe. Oh, ich liebe diesen Look. Octopath Traveler 2 is coming! Game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. Ja, Mann! We could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to Oh, bring smiles to people's faces. so ein geiles Spiel. Also wer den ersten Teil noch nicht gespielt hat, definitiv gönnen. Absolut genial. The man who took everything from me shall die by my Alleine dieser 2D HD Art Style. Oh, Kusshand. Aber wahrscheinlich erst 23. What I do. Oder 24 Leave the sogar. hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. I need to rediscover who I am. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world. What will happen when their paths intertwine? Let's go, Temenos.
what adventures await them in this new world. Think I found the source. Tasty stuff, huh? The 8 travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them and you? Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Wird es wieder eine sehr lange Demo geben? Sagen sie nicht. Also wahrscheinlich nicht. スクエアエニックスさんが送るオクトパストラベラーの最新作です。新たな8人の旅路にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Also bisher kann ich mich nicht beschweren über die Direct. A magical home is waiting for you. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate your homestead and forge everlasting friendships in this farm simulation RPG. Discover magical spells to grow crops. Face off against mischievous foes. And explore the enchanted realms of Azoria. Along the way, you'll befriend a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. Jeder benötigt eine eigene Cartridge. You'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked that'll help you restore Azoria to its natural splendor. Magic awaits in Fae Farm, launching exclusively on Nintendo Switch Spring 2023. It's a musical blast from the past. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Enjoy iconic songs like One Winged Angel, Torn from the Heavens, Suteki Dane. Das Einzige, was geil ist, sind die Soundtracks. 385 songs total. Songs are categorized by Das ist Rotz. Digga, ich brauch doch nicht noch ein Rhythmusspiel davon. Ich hatte schon das Kingdom Hearts Rhythmusspiel angekotzt. Aber das Schlimme ist bei Kingdom Hearts, dass 3 Szenen storyrelevant sind. Deshalb spiele ich es nicht, weil es so 3 Szenen sind, aber okay. Bitte Nintendo kein Urheber-Copyright-Schutz. After the game's launch, paid DLC songs from the Saga series, Nier series, Octopath Traveler, Live Alive, and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Life. Das kann doch nicht wahr sein. Klar, es gibt solche Leute, die das absolut mögen, die nur sowas spielen. Gar nicht verstehen, aber nein. A cosmic adventure is Das just around ist the corner. bekannt seit Blast off on an der adventure Ubisoft of Forward. proportions with Mario and the Rabbids. Okay, eigentlich seit dem letzten Jahr, seit der Dive Tokyo Game into Show. exploration. Freely roam through all sorts of wondrous worlds, each one jam-packed with discoveries. Find coins. Unlock hidden paths. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das der komplette Trailer von der Ubisoft Forward ist. Das kann ich nicht sagen. Aber Mario und Rabbids finde ich schon sehr interessant. Bin ich am Überlegen, mir zu kaufen. Rabbit Rosalina. Einfach mal anders Meta. They can help spark a decisive victory. Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? Mario plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A gold edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapon skins, and a season pass. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch.
Take a break from quests to chat with the locals, cultivate crops, and care for monsters, among other relaxing activities. You can also transform into a monster? Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form. Your choices will also cause different events to occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more quality time with your in-game spouse. Rune Factory 3 Special launches on Nintendo Switch next year. Es gibt einen vierten Teil! Plus, a new Rune Factory series will launch in the future. Jawohl! Schöne Reihe. More Nintendo 64 games are on the way. Jetzt bin ich gespannt. Pilot Wings 64. Oh yes. Mario Party. Mario Party 2. Jetzt packen sie die Mario Party Ding, nachdem sie Mario Star Superstar veröffentlicht haben. Ey, ihr seid doch solche Schweine! Pokémon Stadium. Oh yes, Motherfucker! Oh yes, das ist geil! Jawohl! Snowboarding. Ich hab meine Titel, ich hab beim Pokémon Stadium reicht. These games will gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active Switch Online Plus expansion pack membership. Alter, macht jetzt. And there's one more game we should mention. Wenn die jetzt. Tschüss. Ich habe 2 Sachen erwartet, aber muss dazugeben, es ist mit eines der geilsten Spiele, die es auf der N64 gab. Es war ein Verkaufshit. Kann man nicht dagegen sagen. Aber der Troll war schön. Der Troll war Mist. On the newly discovered continent of Antuisia in this immersive RPG. Perform over 100 types of daily tasks. Aber um jetzt mal einzuhaken, and deepen your relationships with das the kann natürlich sein, dass das One Big Thing tatsächlich die Metroid-Reihe wird. Weil jetzt haben sie haben das Symbol gezeigt, sie haben die Musik eingespielt und dann zeigen sie Golden 1007. Ist ja nichts dagegen, dass Golden 1007 ein scheiß Spiel ist. Ist ein richtig gutes Spiel, ist wie gesagt mit einer der meistverkauftesten Spiele für den N64. Aber das wäre natürlich so das One More Thing. Eine Option. Das Game ist geil, was wir hier gerade sehen. Schöne Grüße an meinen besten Freund, der mir das Spiel mal vorgestellt hat. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Guertena until one particular piece draws her in. Digga, das Video, Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch, Spring 2023. Mario Strikers Battle League Football, featuring action for up to 8 players locally on one console, is getting a second free update. Woohoo! Are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Udon City ist spielbar. Plus, more gear and another stadium are being added. The second free update launches this month. Also ich möchte mal anmerken, an dem Trailer, Paulina hat sehr gewisse Vorteile. Sie zählt mit wieder gleich. とある予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party.
During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Teamwork is paramount after all. New features are also in store. The keys to this lively adventure are in your hands. Atelier Rise of 3, Alchemist of the End and the Secret Key launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Sieht wirklich geil aus. Wave 3 is on the way. Here's a sneak peek at 2 courses racing into Wave 3. Christmas-Strecke! Wir kriegen Weihnachten! Tour. Beachschlosskart DS, jawohl! Mario Kart DS. Digga, mach mir das Bild weg, das ist meine Aufnahmedatei. Weg damit! Danke. 8 courses will race into Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass launching this winter. Okay, sie sagen wenigstens, wann er kommt. Wann? Buy the Booster Course Pass separately or enjoy it for no additional Und cost genieße as es, part wenn of the natürlich der Nintendo Switch Online-Service Online eingestellt Plus wird. Expansion Pack membership. Das sagen sie mir nicht. Aber egal. いかがでしたか？ここで一つ任天堂スイッチスポーツに関する Oh, wurde mal Zeit. 次回の無料アップデートでゴルフを追加します。 Golf! 収録コースは全部で21コース。 Das ロー ist カル ein プレイはも Witz. ちろん、オンラインでは最大8人で同時に Digga, das ist ein Witz, oder? 多い人から脱落していくサバイバルゴルフをお楽しみに Ihr, しています。 passt auf, die verschieben dieses Update jetzt mal von Herbst auf Winter und im Endeffekt sind es 21 Strecken, die aus Wii importiert worden sind. 続いてはこちらの方からご紹介いただきましょう。宮本さん。こんにちは。ご無沙汰しています宮本です。 Der Mario-Film. 今日はいくつか近況報告も兼ねてお伝えしたいことがあります。まず春にツイッターでお知らせしましたが、イルミネーションのクリス・メレランドリーさんと取り組んでいるスーパーマリオ Gibt's の jetzt endlich einen Trailer? 来年の春の公開となりました。そして USJ で2年目を迎えたスーパーニンテンドーワールドですが、アメリカハリウッドでもオープンしますよ。最近はそれらの追い込みに取り組んでいます。さて、今日はピクミンについて皆さんにお伝えしたいことがあります。そう、1作目からもう20年が過ぎましたが、まだまだ作り続けています。まずは昨年11月にナイアンテックさんとモバイルでスタートし、世界中のユーザーが花植えを続けているピクミンブルームです。まだプレイしたことがないという方に向けて少しだけ紹介させてください。ピクミンブルームは位置情報と連動した遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり育てたり一緒に花を植えたりする遊びです。毎日のウォーキングやお出かけに持って歩くだけでいいんです。一日の終わりには出かけた場所を振り返ったり、ピクミンをお使いに出してその日に見つけたアイテムを集めたり、蜜をあげて花びらを増やして遊びます。さて、今日は何歩歩いたでしょう。お出かけ先では AR 機能を使ってピクミンと写真を撮ることもできます。あなたのそばにもピクミンがいますよ。ちょっと私の画面を見てみましょう。ピクミンは700匹近く育ててますね。ピクミンは花のエキスが大好きなんです。こんな風にエキスをあげると花を咲かせてくれます。その日に歩いた歩数もわかりますね。マップは歩いたところの雲が晴れていくので、自分が歩いた場所を残していけます。私は普段京都市内を中心に移動していますが、大阪にも行ってますね。USJ ですね。たまに東京にも出かけています。よし、今度はここ歩いてみようなんて旅行や散歩が楽しくなります。持っているだけでも楽しめるゆるい遊びですので、ぜひダウンロードしてみてください。さて、ここからが本題。まずはこれをご覧ください。
Pikmin 4! Sommer 2023. Recall ich. Nur 2023. そうです。ついにピクミン4が2023年に登場します。今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。そして新しい T シャツも作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取り、マネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。宮本さん、こちらこそありがとうございました。引き続きヘッドラインをご覧ください。Gut. Dann habe ich ja mal Zeit zu rauchen. Also sagen wir mal so, das ist jetzt nicht unbedingt der Haupttitel, den ich brauche für die Leute, die es brauchen. Viel Spaß, ich brauche es nicht. Ich lehne mich mal ein bisschen zurück. Wisst ihr, was mich wundert? Wie viel Geld muss Ubisoft haben, dass sie sich mindestens 2 unterschiedliche Trailer einfallen lässt? Einfach um auf die Xbox, einfach auf die PS4-Fassung zu sprechen, wegen der Kamera, weil die braucht es ja nicht. Und Ubisoft produziert hier 2 Trailer. Einfach... Weiß ich nicht. Ich will es nur anmerken, weil es mir so auffällt. Und da kommt Just Dance gar nicht mehr für PS4, PS5. As you cultivate a peaceful farm life in the village of Lethe, the season of death quietus continuously returns, threatening to destroy all. Travel the world and find a way to put an end to the calamity in this life simulation RPG. Along the way, allies with different motives will join your cause. While facing numerous dangers, you'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Get ready for a devilishly good time. Jetzt wird's geil. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. Und vor 500 Jahren kam Teil 1. With angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons. Es geht also um die Homunculis. Don't worry, I know this song by heart. She's gone from fighting for herself to fighting for others to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca and another Umbra witch, Jean. New ally Viola also joins in on the action. Wiped out for good! A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3, launching on Nintendo Switch October 28th. Wird auf meinem Kanal kommen. Available now on Nintendo eShop. After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. Okay. Cool.
dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Haben die nicht dieses Jahr schon ein Spiel rausgebracht? Welcome to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved in this corporate-controlled metropolis. Ne, der Typ sieht schon aus nach. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at Also the ich detective glaube, ich agency. muss wegen Shinigami mal kurz weg. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Rain Code, launching first on Nintendo Switch Spring 2023. Enter the village if you dare. Aber ein Cloud-Titel. The latest installment in the Das wäre eine Schande! is coming to Nintendo Switch as a cloud version. Ethan Winters must face the horrors of the village and its 4 fearsome lords to rescue his abducted daughter. Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th. You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop to pre-order the full game. Das ist ein sehr gutes Angebot von Expansion Campo. DLC containing a new third-person mode, additional story content, and more will launch December 2nd. Additionally, 3 other recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Switch this year. Also bringen sie die komplette neue Resident Evil Reihe zurück. Cool. It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Vanquish foes to avenge your father in this kung fu action brawler. By thrusting, tripping, and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Nice. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young and ambitious Gibt es auch auf anderen Konsolen das Remake? Ist es schon angekündigt? Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. Das Crisis Core das Remake Features bekommt? enhanced HD graphics, an updated combat system, and Nice. soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types Aber of einfach mal weapons gucken, to take spaßeshalber. down Alter, 3/4 Stunde, also. Defeat multiple enemies of Not the same bad. color for a chain bonus. Ich meine, klar, ich muss davon auch noch 2 Minuten telefonieren, aber ansonsten ist es top. Rack up these bonuses for a high score. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today. Cool. Recruit a team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game set in the endless universe. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas. Clever wäre es ja gewesen, bis zu wollen wir auf jeden Fall kurz darüber sprechen. Clever wäre es ja gewesen, hätten sie gesagt, okay, wir packen euch jetzt die Game Boy rein und den Game Boy Color halt, sodass sich das lohnt mit Stadium und Stadium 2.
The journey of world Ist so regeneration schlimmer. begins Aber anew. kam leider nicht. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of Silverrond is controlled by shadowy forces called Desians. To stop them, a person known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. I really hope that's true. Lloyd soon embarks on a journey with Colette, worried? the current Chosen One, and his childhood friend in this beloved action RPG. They'll meet allies along the way, like the wandering aristocrat Zelos, and a lumberjack who lost her emotions after an experiment, Presea. Other allies will also join the party. The fate of two interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. Was wird denn das jetzt? Life is Strange! Arcadia Bake Collection, 27.09.22. Romancing Saga Ministry Remastered ab 1.12.22. Lego Brick Tables, Herbst 22. Disney Speeddome, Zelda 2022. Wir zahlen natürlich Geld dafür. Fall Guys, neue Season, Start 15.09.22 für alle Konsolen. So, und jetzt kommt ein neues Kirby. Ist ein neues. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. One day, a spaceship crash lands on planet Popstar. To help Magalore return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. In addition to Sword, Whip, and other familiar copy abilities, the new Mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to 4 players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby. Es while ist using their das favorite Remake copy vom abilities. ersten Teil, oder was? There's also a collection of sub-games to play. Oder? This includes the new Toll, ich sub-game spiele es jetzt, weil das erste Kirby hieß ja Kirby Dreamland. and returning ones like Samurai Kirby. Oh yes. All sub-games can be played with up to 4 players. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Bin ich am Pre-orders Überlegen. begin today on Nintendo Kann ich eShop. noch nichts Festes sagen. 星のカービィ30周年に合わせて新しくなった星のカービィ Wii が登場します。 Ach so, vom Kirby's Adventure どうぞ Wii. お楽しみに Gut. ここまで任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。ご覧ください。 That's one more thing. BOTW 2. Es geht wieder los.
Release und wir haben den Namen und damit steht es fest. Ab circa Mitte nächsten Jahres kommt das größte Projekt auf diesem Kanal. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, auf Deutsch Träne des Königreiches, wird ab 12. Mai 2023 hier auf diesem Kanal zu 100% blind gemacht. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, wird das größte Projekt auf meinem Kanal. Es wird alles in den Schatten stellen. Breath of the Wild hatte damals schon alles in den Schatten gestellt. Mein Kanal lief noch nicht, wo Breath of the Wild rauskam. Aber dieses Mal kann ich euch garantieren, am 12.05. schaltet hier auf jeden Fall ein. Ich kann nur sagen, eine sehr gute Weihnachts-Direct. Es gab Titel, die haben mir gefehlt. Sie haben wieder ein Troy gemacht mit Metroid. Ist ja nicht so, dass es die Fans wollen. Entschuldigung. Auf jeden Fall motiviert. Ohne Ende. Definitiv. So, aber jetzt will ich auf Feierabend machen. Mein Fazit. Es war eine sehr gute Direct. Man kann wirklich nicht über diese Direct meckern. Sie haben getrollt. Ja, mit Metroid. Und es macht. Aber man muss auch dazu sagen, Animal Crossing haben sie auch sehr, sehr lange getrollt. Metroid haben sie jetzt noch mehr getrollt. Pokémon, leider keine Informationen. Okay, wir hatten noch erst vor 9 Tagen Informationen bekommen. Obwohl ja eigentlich jetzt der Release ist, der Release-Zeitraum, aber okay. Kann man nicht ändern. Wir haben einen Release-Zeitraum. Es kommt noch vor dem Sommerloch raus. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich ein riesengroßes Sommerloch nächstes Jahr haben. Bereitet euch schon mal drauf vor. Aber auf jeden Fall, ich habe ordentlich zu tun, weil wenn ich nachdenke, ich habe jetzt Skyward Sword am Laufen. Pokémon Karmesin wird noch ein World-Titel und dann muss ich noch BOTW 2 bis BOTW 1 bis nächstes Jahr produzieren. Da habe ich dann richtig was zu tun. Und das wird definitiv nicht wenig sein. Ich bedanke mich dennoch recht herzlich fürs Zusehen. Wie die Spiele werden. Sehr viel Anime, JRPGs dabei. Fire Emblem. Mein unerwartetes Highlight. Pokémon Stadium, Stadium 2. Absolutes Highlight mit Tears of the Kingdom. Wir werden uns überraschen lassen, wie Tears of the Kingdom wird. Ob es an ein BOTW ranhält oder ob es, naja, wird. Ich kann es nur hoffen, also ich will es auch nur hoffen, dass Tears of the Kingdom deutlich besser wird. Auf jeden Fall definitiv was unerwartetes Highlight, Stadium 1 und 2. Werden wieder sehr viele Stunden im Pokémon-Kämpfe der ersten und zweiten Gen verbracht. Hätte man eigentlich prima funktionieren können mit einem Release von Game Boy Color im Nintendo Switch Online mit Pokémon Kristall und Gelb, um Teambuilding zu machen, auch ordentliche und halt nicht vorgefertigte. Also wer Stadium 1 und 2 nicht kennt, möchte ich es kurz erklären. Du hast Zugriff auf alle Pokémon. Aber mit dem neuesten... Entschuldige, Vermittem. Nicht, dass ich dich nicht mag. Man hat Zugriff auf alle Pokémon. Ja. Aber... Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du hast halt Zugriff auf alle Pokémon, aber du hast vorgefertigte Movesets. Und das ist so die Sache. Und wenn du halt deine Pokémon rüber tauschen würdest, also von Gold, Silber, Kristall etc. zu Stadium, dann hast du deine eigenen Movesets. Hätte man kombinieren können, wäre auch geil gewesen. Auf jeden Fall geil, dass Stadium 1 und 2 kommt. Hab ich definitiv was zu tun. Ich hoffe mit deutschem Support aufs PAL und ich auf Englisch. Vielleicht sogar als RP, weiß ich auch noch nicht. So ein schönes kleines 6 gegen 6 von mir ordentlich reinballern. Ich möchte anmerken, die Animationen damals sahen besser aus als heute. So, dann in dem Punkt. Hoffentlich kriege ich von dir keinen Ärger, Vermittem, dass dein Video nicht mal eine Sekunde angezeigt wurde. Bitte, verklappe dich. Und in dem Punkt bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen. Bedanken uns recht herzlich auch bei Nintendo. Und das nächste Mal bitte einen Tag vorher.
und nicht, ja, hier ist was. Euer Ryu, 18 Uhr sehen wir uns wieder mit dem 16. Part von Twilight Princess HD. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.